krass, wir haben die Bande ausgeschaltet und wir hatten eine kleine Auseinandersetzung mit Bill Williamson. Ich denke mal, dass die Quest von dem Marshall ist die Hauptquest, mehr oder weniger, der Hauptqueststrang. Hier nach links. In der Ecke stinkt's. Neue Waffen sind beim hiesigen Büchsenmacher verfügbar. Gibt einen schwer verdienten Dollars für mehr Feuerkraft aus. Würde ich gern machen, aber ich habe noch nicht so schwer verdiente Dollars. Nicht so viele zumindest. Ich hätte gerne einen neuen Revolver, hätte ich gerne. Oh. Easy up now. Aber wir können es mal anbinden, das Pferd. Ich bin ein bisschen am Ruckeln hier. Aber so sieht's gut aus eigentlich. Die Werte sehen ganz gut aus. Ist halt dem Emulator geschuldet vermutlich. Dass so ein bisschen ruckelt in der Stadt. Aber auch nur am Anfang jetzt zum Beispiel geht's. Naja. Komm, geh mir aus dem Weg, Junge. Wir essen zeitig. Kann nichts machen mit denen, ne? Nee, ja, ich kann dir ja Lessons zeigen, ey. Aber wir sind ja verheiratet, wir sind treue Männer. So, kurz mal pennen. Ah, nachgetaner Arbeit. So, 19:41 Uhr nehmen wir mal den. Überspeichern, sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Achso, nee, will ich den Saloon. Mit dem Sündenpfuhl will ich nichts zu tun haben hier. Sehr gut. Und jetzt kommen wir bestimmt... Nigel W. Diggins machen wir gleich, aber ich will jetzt mal kurz die Begehrlichkeiten holen. Sitz. Marsch ist nicht. You okay, lady? My husband's missing. These bastards won't do anything. But he's a good man. He don't drink nor lay with whores. And he's been missing for 3 days. Let me guess. You went missing up in the hills? How did you know, mister? Just a guess. If I find him, I'll bring him back to you, but people seem to go missing up there. Oh my God. If he's gone, then what'll I do? We ain't got much money. And I'm in the family way again. As I said, I'll do what I can. Ich sage, da oben verschwinden andauernd Leute. Such den Mann am Hanging Rock. Machen wir natürlich, ist ja nicht weit von hier, genau hier da oben. Und dann ist Nigel dran. Komm her, Horst. Horst. Horst das Horst. Ey. Oh, Abflug. Kojoten. Hanging Rock. Gucken wir uns aber schnell holen, das Fell. Ich weiß nicht, ob wir die mal verkaufen, ob das irgendwie mal Sinn macht. Ich glaube, wir werden dann ein paar Sachen verkaufen müssen, wollen. Ist ja gleich hier. Die Richtung. Ich kann einfach laufen. Pfeifen mal das Pferd an. Komm mit. Ein geiles Stück. So.
Hey, yo. Mister, some city fella just attacked me and broke my leg. What? He broke my leg. Some city fella. Guy got kind of creepy on me, and then he got violent. When? Just now. He ran off that way. Can't have gone too far. If I find him, I'll bring him back this way. Thank you, mister. You're all crazy! Careful with that fella! Kessel den Angreifer. Was für ein Typ. What's wrong with you? Please, I'll do anything. Okay, Opfer tragen. Das ist eine komische Geschichte. Vielleicht ist der Typ mit dem Bein das Opfer. Weil der hat gar keine Knarre und nix, der Typ hier. Aber der da oben, der Typ hier, der hat eine Knarre. Don't take me back to that man. This is a nightmare. John, der könnte mal wenigstens nach einem Namen fragen, dem Opfer. Dem Opfer. He's a damn lunatic. Oh my good lord. Please get that man away from me. Hey, fella. You broke this poor fool's leg, mister. This maniac tried to eat me. We've got cannibals in these here hills. Please help me. What? Please. Fella's gotta eat now. Fella's got to eat. Save me from this freak, please. Please. You starting to regret this yet? So, losschneiden. Natürlich, wir mussten den natürlich. Wir mussten den umlegen. Ist ja wohl ein Witz. Okay, geht die Quest noch weiter? Nee. Da gerade keine. Scheint abgeschlossen zu sein. Aha. Das war das Rätselslösung, Kannibalen. Ich habe das sowas aber schon geahnt gehabt. So, dann ab, würde ich sagen, nach Amarillo oder nach zu den McFarlanes. Ich würde gerne mal eine Bonnie-Quest nochmal machen. Lass zu den McFarlanes reiten. Und da dann, wir können ja auch einen kurzen Lager aufschlagen und den für die überspringen. Wir sind jetzt genug geritten in den letzten Folgen. So, selbst hier brandender Set, einfaches Camp. Zum Zielort reisen natürlich, Wegpunkt McFarlane Range. Und mal sehen, was wir da ausrichten können. Oh. Okay. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Come on, let's see if we can find the old goat. Er muss einen alten Bock finden. Der liegt wahrscheinlich irgendwo in einer Schlucht. Hat sich das Bein gebrochen, vom Pferd gefallen oder so. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be.
What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the East and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Look, I think I see someone. Giddy up! Stay with... Daddy! What happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Come on, boys. Geile Bonnie zur Ranch. What could have happened to those poor men? And their horses were dead, too. Kampfmusik. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your pa seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't The realize. outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into good. You're upset, Miss McFarland. Oh my God! The barn's on fire! Ja! Scheiße, wir müssen hier... Die Scheune ist am Brennen. Nein! Fuck! What? Get a move on! This ain't working! There's no way in through the front! Somebody get the horses out! Come on! We have to find another way to get in there! Wir müssen einen Weg finden, reinzukommen. Okay, ich finde einen Weg. Du Scheiße. Was ist denn da passiert? It's getting worse! Nein. Ah, fuck. Ich bin so schlecht mit dem Controller. There ain't enough of us! Más agua! Okay, suche dir einen Weg in die Scheune. Das bringt's nicht. Wir müssen rumlaufen. Klettere zum Boden runter. Scheunentor öffnen. He did it! Now get the horses out! Get it moving! Shit! Yeah. Whoa. Slow down. Muy bien! Muy bien! Whoa there. Puh.
sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. Ruhm 75 und Ruhm Grünschnabel, cool. Taten und 150 Ehre, aber wir müssen die Bande ausschalten von den Viehdieben, das ist ja wohl mit. Wenn wir wissen, wo die sind. My mistake, mister. Wow. Die Bullen drehen voll durch, Mann. Und Bonnie Quest ist durch gerade, aktuell. Sehr gut. Hey there. Okay, die Scheunen haben sie gerettet, haben sie gelöscht. Sehr gut. Das war natürlich Stress jetzt. Aber wir konnten alle Tiere retten. Okay, was denn? Jetzt können wir endlich mal Nigel B. Diggins machen. Pike bei Sinn. Das ist das, wo die angeblich diese Viehdiebe sind. Jetzt können wir endlich mal Nigel B. Diggins machen. Nehmen wir die Postkutsche, würde ich sagen. Gönnen wir uns mal die $2. Howdy. Stand doch hier irgendwo, wer rechts. Hello there. What are you waiting for? Climb aboard. Also wir muss aufpassen bei der Postkutsche. Die hat man schnell mal geraubt, ohne dass man es will. Zum Wegpunkt Armadillo. $8, komm, den gönnen wir uns mal. Ich wollte immer zum Waffenhändler. Und dann können wir gleich mal Nigel B. Diggins machen. Da schiebe ich schon 12 Folgen vor mir auf. Gefühlt 12 Folgen. So, danke. Kann was mitnehmen, Junge. Hab den Dieb. Fessel den mal, oder? Die wollen wir alle gleich umbringen. I'll shoot you when I'm free from this rope. Mark. Wo bringen den gefesselten Banditen zum Ladenbesitzer? Komm, Oldtimer. Feel like letting me test it? The second I'm free from this rope, you're a dead man. Hello to you. Oh, this weather make me want to dance. Hello. Hinschleppen ist natürlich so eine Sache, ne? Das dauert natürlich 2 Sekunden. Here you go. Do what you want with him. That's the spirit that made this country great, Par. He'll taste some armadillo justice for sure. Do you ever wonder how great it must have been out here before the rail ruined it all? $24 gab's dazu. Ich habe die $8 für die Fahrt wieder ausgeglichen. Muss ja auch ein bisschen Geld ausgeben.
So, Waffenhändler wollte ich eigentlich ausmachen. Plus 20 Ruhm, plus 100 Ehre. Schlecht. Wir sind ehrbar. Finde ich gut. Mahlzeit. So, was hast du denn für mich? Waffenkopf. Volcanic-Pistole. Das ist die besser als meine. Leistung. Kann ich nicht vergleichen damit meinen, das ist voll blöd. Reichweite, Schussfolge, Nachladezeit. Die hat mehr Kugeln, glaube ich. Fast mehr Kugeln als normale 6-schüssigen. Das ist schon ganz cool. Doppelläufige Schrotflinte. Und es gibt noch Munition. Ja, eigentlich brauche ich im Moment nichts davon. Die Pistole vielleicht. Wir probieren die Pistole mal. Und Köder ist eigentlich mehr was für... Köder kann man auch plündern, habe ich schon gesehen. Von daher, und Munition kaufe ich nicht. That's what I want. See you later, Peter. So. Ist schon ausgerüstet, der Eimer. Oder hat keine Munition. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Kurz gucken wir, ob es für das Ding Munition gibt jetzt, ne? Büchsenmacher. Ah, das ist Pistole, Munition für Pistole. $15. 5 Schuss mal 5. 5 Schuss oder was? Probier ich mal aus. Oh, wir können die auch looten. 24 Schuss habe ich jetzt. Plus 8. Mal gucken. So, Nigel B. Dickens. Dann machen wir dem mal unsere Aufwartung. Wie jetzt, ja. Du sollst nicht falsch aussagen, außer für Profit. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. To Ridgewood Farm, the sick and needy Okay, await wir fahren nach us. Ridgewood. Oh, the life of a wandering saver of souls. Das klingt doch nach einer ganz komischen Geschichte schon wieder. Geschichte. Na dann, auf geht's. I heard Auf about nach you, Mr. Ridgewood. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed You're as scuttlebutt. full of wind as a horse with the collar. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle with which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. More convincing fellow there has never been, and so shall you.
Fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of it. Showmanship, John. The flourish. The wow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up and try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of thunder to amaze. Ich sag, das ist eine ganz bombelige Geschichte. Such as? Versuch doch gerade mal zu folgen, dass die sich unterhalten. Your line of work, I assure you. You hop out here, John. Follow me in on foot. See you shortly, and remember, showmanship. Wir sollen da ein bisschen schauspielern, quasi, wir sollen sein Zeug anpreisen. Ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Ridgewood. Haben wir da vorhin nicht? Ja, das sieht so aus. Ridgewood Farm. Die armen Leute hier ausnehmen, also ich weiß nicht. Der Rest Dickens gefällt mir nicht. Und von dem möchte ich auch keine Mission eigentlich machen. Finde ich nicht so gut. Are you sure? Friends! Hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Right, friend. Oh, der Controller. Nein, meine Batterien. Ich brauche unbedingt neue Batterien. Ich habe jetzt nur alte reingemacht, eben kurz. Ja.
Here comes the throw. Und los. Mit Dead Eye. Warte, du kannst mit mehreren Zielen analysieren, wenn du Dead Eye zielst. Für jeden Coup. Ich weiß nicht, wie Dead Eye geht. Oder nicht hier irgend sowas? Go home! Ah, what I tell you! Do not write him off yet. He is still adjusting to the powerful tonic. Well, you want to try that again, sharpshooter? Come on, then. Get ready. He's about to throw it. Drücken Sie mit gezogener Waffe. Der Controller wieder. Nein! Ich glaube, das wird eine ganz schwierige Quest hier für mich jetzt gerade. Weil der Controller andauernd aussieht. Aber ich habe noch so ein paar andere alte Batterien. Wir probieren mal was. Das ist ja echt blöd jetzt. Dann machen wir mal so. Scheiße. Kabel ist immer besser. Ich hasse kabellosen Kram. Okay. So. Ja, müssen wir ganz kurz gucken, wie man dieses Dead Eye einsetzt. Option. Steuerung, Konfiguration. Dead Eye. Zu Fuß, auf Pferd. Auf Fahrersitz, Beifahrersitz, zu Fuß. Dead Eye. Zurücksehen. Dead Eye. Achso, also die rechten Dings drücken. Ups. Das ist noch ein Versuch. Here it comes. See? That tonic is a sham! Und wieder der Controller aus. Scheiße, Mann. Dieser Dreck. Wieder aus. Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ich will die Quest jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen. Die ist irgendwie blöd. Checkpoint neu laden. Steady yourself, stranger. Okay. Waffe ziehen. Oh, das ist cool. Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare for a display of Herculean brawn. Can you believe your eyes? Get off of me, you son of a bitch! There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now! Watch out, he's got a gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive! Oh, ich dachte, ich muss ihn umlegen. Ups, sorry. Achso, Dead Eye benutzen, um zu entwaffnen. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey! Where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. Ist aber beschiss, also ich finde das nicht gut. Trying one bottle. Nochmal mache ich das auch nicht. Scheiß West Dickens, Well, Mann. I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn.
Ah, interessant. Ja, Wes Dickens kann es vielleicht doch helfen, aber ich habe keine Lust für den so einen Scheiß zu machen. Alle Jobs rund ums Zureiten ist verfügbar. Ja, gut. Wir haben jetzt noch ein S auf der Karte. Ah, hier. Seth. Den müssen wir auch noch besuchen. Sieht gut aus. McFarlane Range. Da gibt es bei Bonnie jetzt gerade nichts zu tun. Schade. Der Marshall könnte mal was machen. Aber ich denke mal, wir werden es jetzt gut sein lassen für heute. Ich werde zu meinem Domizil reiten. Und dann werde ich die Aufnahme beenden. Würde ich sagen. Triff dich mit Seth in Coates Chapel beim S. Ich habe vorhin aus Versehen das Pferd gewechselt. Ich habe jetzt rausgefunden, dass die Pferde... Oh, ich kann rückwärts aufsteigen. Hier ist ein Streitross. Ich kann hier ein Streitross rufen. Das ist das Pferd, aber ich weiß nicht, wo das andere hin ist. Das weiß ich nicht. Voll blöd. Ich möchte das Weiße wieder haben. Da kann ich mir ein Domizil kaufen. Wollen wir das schnell machen? Ich denke mal, es ist gut auf jeden Fall auf jeder Farm oder was irgendwie so ein Dings zu haben. Hello there. Hello there. Was gibt's hier? Miete, $5. Immobilie gemietet. Du kannst jetzt hier nun einmalig speichern, bevor du die Ortschaft verlässt. Ah, alles klar. Cool. Move! Watch yourself, son. Wo? Ah, hier. Cool. Also kann man für $5 quasi speichern. Das ist natürlich eine schöne Sache. 21 Uhr 20 hier ist die nächste. Ja, so immer so random überspeichern. So, dann würde ich sagen... Wo ist mein Pferd? Das geht immer. Ich kann immer für $5 kann ich immer free speichern. Coole Sache. So, dann gehe ich mal kurz hier in die Prärie. Kann ich hier ein Camp aufschlagen jetzt? Ja. Sehr gut. So. Haben Campfeuer sitzen. So, da gucken wir uns mal ganz kurz die Statistik an, wie es da aussieht. Wir haben das Spiel zu 17% abgeschlossen. Also wir haben einiges zu tun. Gesamtspielzeit ist nicht gerade mal 3 Stunden, 41 Minuten. Wir haben noch einiges zu tun. Auf jeden Fall. Wir werden es nicht auf 100% spielen. Das ist natürlich Schwachsinn. Das werden wir nicht schaffen. Aber... Achso, ja, siehst du, da wurde fremde Person, da stellte sich heraus, dass der Verletzte ein Kannibale war, der Menschen entführte und auffraß. Du hast den Mann befreit, den du gefangen und gefesselt hattest, woraufhin dich der Kannibale angriff, was er mit dem Leben bezahlte, genau. So ähnlich war das, wenn ich es glaube. Das sind die fremden Personen. 17% noch abgeschlossen. Wir haben noch einiges zu tun beim Spiel. Wir versuchen natürlich an der Story dran zu bleiben. Aber jetzt werde ich erstmal an meinem Bett dranbleiben. So, und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht oder guten Tag, was bei euch auch immer ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wer es noch nicht gemacht hat, lasst gerne mal einen Daumen da, nach oben oder nach unten, wie ihr da Bock drauf habt. Und folgt mir bei Twitch, dann seht ihr, wenn ich das nächste Mal online bin. In diesem Sinne, in die Rinne. Und tschüss.